Hallo, in diesem Video nehme ich dich mit auf den Anfang der Route Espiritual auf dem Camino Portugues. Ich bin schon sehr gespannt, da ich schon einige Bilder und Videos gesehen habe und es soll traumhaft schön sein. Und ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Und der Tag heute wird wahrscheinlich ziemlich anstrengend, weil ich schätze mal, ich habe 500 Höhenmeter hoch, vielleicht auch 550 und das auf einer Strecke von ca. 20 Kilometern, 20 bis 21 schätze ich mal. Also sei gespannt, was dich heute erwartet in diesem Video. Und jetzt starten wir mal los. Ansonsten, mein Rucksack ist heute ein bisschen schwerer wie normal, da ich nicht sicher bin, ob ich auf dem Weg Verpflegung finde. Ich habe da sehr unterschiedliche Angaben gefunden und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mir ein paar Empanadas und Pastel de Nata einzupacken. Das muss ich zwar jetzt auch tragen, aber falls ich nichts finde, bin ich bestens versorgt. Hier diese Zahl müssten die restlichen Kilometer nach Santiago sein, wenn man auf der normalen Route bleibt. Aber ich habe ein bisschen mehr. Ich habe noch mal kurz in die Kathedrale reingespitzt, da sie schon offen war und mir auch einen Stempel geholt. Und jetzt geht es weiter raus aus Pontevedra. Die Sonne kommt wieder raus und da fühle ich mich gleich viel besser. Pontevedra ist schon eine echt schöne Stadt. Der Weg raus gefällt mir richtig gut. Und hier gibt es überall Orangenbäume, die richtig voll hängen. Wenn man hüpft, kommt man vielleicht hoch. Aber ich weiß nicht, ob man die einfach so nehmen darf. Gestern hat sich meine Blasenfamilie dann auch noch erweitert. Und ich habe jetzt auch eine Blase oben am kleinen Zeh. Die kann man nicht irgendwie aufstechen, deswegen habe ich sie jetzt mit Compeed verbunden und hoffe, dass es gut geht. Die hat gestern ganz schön gebrannt und war sehr unangenehm. Wow, wie schön das hier ist. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Und man findet hier überall schönes Street Art. Solche Gemälde gefallen mir mega gut. Solange es keine Schmierereien sind, bin ich ein absoluter Fan von Street Art. Und mir gefallen auch immer so Lost Places, die man ab und zu auf dem Weg findet. Ich finde Lost Places einfach faszinierend. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit sind meine Sachen gestern leider nicht getrocknet und ich trage sie jetzt wieder am Rucksack zum Trocknen. Ich hatte auch überlegt, ob ich die Waschmaschine nutzen soll, aber in der Alberge, wo ich war, hätte ich für die Wäsche 8 Euro zahlen müssen. Und wenn ich vergleiche im Waschsalon in Portugal waren es nur 5 Euro. Und deswegen hatte ich mich dann doch für die Handwäsche entschieden und das Risiko, dass die Sachen nicht trocken sind. Die ersten 3 Kilometer folge ich noch der normalen Route, raus aus Pontevedra und dann kommt meine Abzweigung auf den Camino Espiritual. Also aktuell sind noch viele Pilger unterwegs, aber das wird sich bald ändern. Und dann habe ich
den Camino wieder ein bisschen mehr für mich, was ich sehr genießen werde. Wahrscheinlich bin ich deswegen heute auch so entspannt. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich die Abzweigung zur Espiritual-Route nicht verpasse. Ich weiß nicht, wie deutlich das markiert ist. Und dieses Mal habe ich auch einige gesehen, die mit Almosen unterwegs sind. So, hier zweigt sich jetzt die Variante Espiritual ab. Und das erwartet uns. So, ich habe die Abzweigung nicht verpasst und bin jetzt schon sehr darauf gespannt. Der Weg soll traumhaft schön sein. Also, wow, wieder so ein toller Lost Place. Wie gern würde ich da reingucken. Und ich habe den Weg jetzt wieder ganz für mich alleine, was wunderschön ist. Man hat schon mal schöne Aussichten. Aber ich glaube, es geht jetzt noch weiter hoch. Und ich hoffe, dass ich auch bald ein Plätzchen für mein Mate finde. Und mein Rucksack ein bisschen leichter wird. Jetzt wäre ich fast falsch gelaufen, weil ich dieses kleine Schildchen hier übersehen habe. Ich wollte hier weitergehen. Aber ein netter Anwohner hat dann gerufen und mir erklärt, ich muss da runter. Hui, nun geht's in den Wald. Wow, das schaut ganz schön abenteuerlich aus. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Weil irgendwie, es gibt zwar nur einen Weg, aber irgendwie auch nicht wirklich Wegmarkierungen. Okay, hier ist wieder eine Wegmarkierung. Bin also nicht verloren gegangen. Und guck dir mal das an. Also von Pontevedra aus, nach so circa 7 Kilometern, gibt es Bars und Restaurants, wo du
auch auf dem Weg was bekommst. Du musst also nicht alles einpacken. Oh schön, und jetzt geht's wieder in den Wald. Vielleicht finde ich da ja den richtigen Ort für meine Matepause und mein Frühstück. Mal schauen, ob es ein paar schöne Steine zum Hinsetzen gibt. Oder vielleicht sogar Bänke, aber ein Stein reicht mir vollkommen. Wow. Das sieht hier einfach bombastisch schön aus. Wahnsinn. Und zum Glück ist der Wald vom Regen auch nicht allzu matschig. Also bisher lässt es sich super laufen. Leider gab es wieder keine schwimmenden Sitzgelegenheiten im Wald. Also geht es noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wo ich meine Matepause heute mache. Aber ich werde schon was finden, denke ich. Und der Jasmin hier hat wieder so gut geduftet. Oh, lieb's. Eine wirklich tolle Aussicht und da geht der Camino dann weiter. Also man trifft ja auch auf ein paar Pilger, aber es ist nicht überlaufen und dadurch freut man sich dann immer, jemanden zu treffen. Hier habe ich mir jetzt eine längere Pause gegönnt, habe gefrühstückt und mein Mate getrunken. Da aber zu viel los war, konnte ich es nicht filmen und jetzt geht's weiter. Diese Gelegenheit habe ich auch genutzt, meine Füße noch ein bisschen lüften zu lassen und zu trocknen und sie auch noch mal mit Hirschtalg einzuschmieren. Weil mir hat ein Deutscher vor ein paar Tagen den Tipp gegeben, dass er in jeder Pause seine Füße nochmal zusätzlich eincremt und dadurch keine Blasen hat und sogar den Camino Frances blasenfrei gelaufen ist und ja, schaden kann es nicht, deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Vielleicht wird es dann besser mit meinen Blasen hier.
Hier vorne siehst du dann auch nochmal eine Bar, also Verpflegung gibt es genug auf dem Weg. Man muss es also nicht mitschleppen, aber jetzt habe ich es dabei und wow, guck mal hier. Und dann bin ich wenigstens bis heute Abend versorgt. Ist auch nicht so verkehrt. Jetzt geht der Weg nochmal ca. 2 Kilometer runter ans Meer. Dort werde ich auch nochmal eine kurze Pause einlegen, um einfach die Aussicht zu genießen. Und dann kommt der harte Teil von heute. Da muss ich nämlich 400 Meter am Stück aufsteigen. Und das wird wahrscheinlich ziemlich anstrengend werden. Aber inzwischen bin ich, glaube ich, gut genug trainiert dafür. Von daher. Buen camino. Buen camino. Gracias. Hier gibt es einen ziemlich coolen Skate- oder Bikepark, was auch immer das ist. Und den Spielplatz auch dazu. Da vorne ist schon das Meer und man riecht es schon. Die Luft ist so richtig Meeresluft, salzig. Okay, keine Ahnung, was hier los ist, aber hier sind auf jeden Fall irgendwelche Rennfahrzeuge. Sehr interessant. Es sind schon coole Fahrzeuge dabei. Und hier ist das Meer. Wie schön. Und ich glaube, ich werde mir hier nochmal was zu trinken bestellen. Und dann geht's weiter. Tolle Aussicht, oder? Ich habe mir jetzt ein alkoholfreies Bier gegönnt und dazu gibt es sogar ein Tortilla dazu. Und die Pause lege ich hauptsächlich ein, dass ich auch nochmal pinkeln gehen kann, bevor es dann in die Natur geht. Meine Pause abgeschlossen, nochmal schnell gepinkelt und Wasserflasche auch aufgefüllt und jetzt geht's weiter. Erstmal am Meer entlang, das ist wunderschön. Jetzt für ein paar Meter am Meer zu sein, macht mich irgendwie so glücklich und ich freue mich schon auf Finisterre und Muxia. Und die Luft riecht richtig nach Meer. So schön. Ich folge jetzt hier ein Stück nicht den offiziellen Camino, weil ich einfach mehr Aussichten auf das Meer genießen will. Aber der führt mich dann wieder auf die Route. Also es ist einfach nur eine Parallelstraße, die eben am Meer ist. Und hier sind auch schon wieder die Pfeile. Wow, der Camino Espiritual ist so schön. Es ist einfach traumhaft. Es war wirklich eine gute Entscheidung, diese Wegvariante zu nehmen. Und so viele Oreos hier.
Wow, guck dir das an. So, und jetzt wird es anstrengend. Ich habe so 9 bis 10 Kilometer noch vor mir. Und es geht erstmal 400 Höhenmeter hoch. Also, ja. Aber ich habe die letzten Tage gut trainiert, also werde ich das schon schaffen. Ein Blick zurück, solange man noch was sieht. Und hier geht's weiter. Wie süß ist das denn? Ja, da weiß man, wo die Höhenmeter herkommen. Ei. Aber jetzt kann ich mal kurz durchschnaufen. Jetzt geht es ein Stück geradeaus, beziehungsweise sogar leicht runter, um Schwung zu nehmen, um dann weiter hoch zu klettern. Wieder eine schöne Aussicht. Also für so eine Aussicht lohnt es, hier hoch zu klettern. Ich zerfließe mal wieder steil hoch in der prallen Sonne. Und heute sollten es 23 Grad werden. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich ist, aber aber es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Das Stück Schatten. Jetzt habe ich mich eingelaufen wieder. Es dauert immer wieder, bis man warm wird. Und aktuell ist es auch nicht ganz so steil. Also komme ich gut voran. Ich schnaufe zwar, aber das ist okay. Das geht schon. Ganz kurze Pause im Schatten. Und dann geht's weiter. Bergauf. Du. Bin ich froh, dass ich so gut im Training bin. Weil gleich ein bisschen Schatten gibt. Und schau mal, wie schön. So, ein paar Minuten Pause und weiter geht's. Fast die Hälfte an Höhenmetern habe ich schon geschafft. Es fehlen noch 215 Höhenmeter, wenn es stimmt. Und dann geht's bergab. Dann wird es einfacher. Und ich vermute, dass es jetzt auch nicht mehr ganz so steil ist, weil die Höhenmeter teilen sich auf 4 Kilometer auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Aktuell ist der Weg jetzt nicht so spannend. Da finde ich jetzt ein bisschen weniger und kämpfe mich einfach einen Berg hoch. Also der Weg ist schön, aber er verändert sich kaum. Und zum Glück sind das nur sanfte Anstiege, also jetzt ist es relativ gechillt. Da kann man gemütlich laufen. Hola.
Wow, nice. So, noch eine kurze Pause an dem Aussichtspunkt. Es fehlen noch ca. 6 Kilometer und statt auf 20,5 komme ich auf 23, habe ich jetzt mal hochgerechnet. Also, ja. Hier nochmal ein bisschen eine unschöne Seite. Ich meine, wenn der Mülleimer voll ist, dann trage ich ihn halt weiter mit bis zum nächsten und verteile nicht alles so. Der Aussichtspunkt war auf jeden Fall wirklich schön. Und jetzt geht's weiter bergauf. So, ich muss jetzt von diesem geteerten Weg abbiegen. Und jetzt führt es so weiter. Inzwischen merke ich auch, dass meine Beine langsam schwer werden von dem Anstieg. Aber es ist ja nicht mehr weit. Und das schaffe ich auch noch. Die Landschaft hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Bin mal gespannt, was noch so kommt. Und da vorne verändert sich die Landschaft wieder ein bisschen. Das ist hier echt Wahnsinn. Irgendwie glitzert hier der Boden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Scherben sind oder was das ist. Das schaut voll interessant aus. Stein wartet nur darauf, dass ich hier Pause mache. So, es hat echt gut getan, mich jetzt nochmal 5 Minuten hinzusetzen. Aber so bequem wie er aussah, war der Stein nicht. Der war ein bisschen zu tief. Deswegen habe ich jetzt nicht so lange Pause gemacht. Und ich habe mal nachgeguckt, ich bin jetzt fast oben. Mir fehlen nur noch 39 Höhenmeter. Und dann geht es gemütlich bergab, hoffe ich jedenfalls. Also es ist nicht steil eingezeichnet. Von daher. Aber es sind immer noch über 4 Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Also eine gute Stunde, sage ich mal. Vielleicht ein bisschen länger, weil ich jetzt nicht mehr so schnell unterwegs bin. Aber ja, dann habe ich es auch geschafft. Wenn man vergleicht, hier sind 2 Pilger vor mir. Okay, die gehören zu einer größeren Gruppe aus Polen, die anscheinend schon ein bisschen weiter vorne sind. Aber gestern war Pilger an Pilger. Also muss ich sagen, da gefällt mir die Espiritual-Variante schon sehr gut. Weil es einfach viel ruhiger ist und man den Weg viel mehr genießen kann. Das ist irgendwie gemein, dass die Kilometerangaben nie so richtig stimmen. Also meistens hat man 1-2 Kilometer mehr als angegeben ist. Und wenn man überlegt, das ist eine halbe Stunde mehr laufen. Also das ist manchmal schon gar nicht so einfach. Aber ja, das letzte Stück schaffe ich auch noch. Ich muss zwar jetzt ein bisschen kämpfen, aber es wird schon. Ich glaube, dadurch, dass es hier jetzt nicht ganz so viel Abwechslung ist, zieht sich halt noch mehr in die Länge. Weil man hat selten einen Aussichtspunkt oder es ändert sich jetzt auch nicht von Weinfeldern zu Wald oder diverse Gebäude, sondern es ist ein breiter Weg
inmitten von einem Wald, der sich zwar immer wieder ein bisschen verändert, aber halt nicht so stark. So, ich mache mir jetzt noch mal ein bisschen Musik auf die Ohren, um mich ein bisschen abzulenken von meinen schmerzenden Beinen. Heute tut mir auch irgendwie das linke Knie ein bisschen weh. Also jetzt seit dem Anstieg. Morgen ist es bestimmt wieder in Ordnung. Aber dann bin ich nicht so auf die schmerzenden Beine und Füße konzentriert, sondern auf die Musik. Mit meinen total übermüdeten Beinen wurde das letzte Stück ganz schön knifflig, denn ich hatte Angst umzuknicken. Okay. Ich mache die Kamera mal besser aus. Wow. Das ist so schön. So, ich bin jetzt fast am Ziel angekommen und hier gibt es ein Restaurant. Dort habe ich mir jetzt Kalamaris und ein Glas Weißwein bestellt und dann gehe ich noch die letzten 700, 800 Meter zu meiner Unterkunft. Also das letzte Stück, das so steil war mit den Steinen, war super anstrengend, weil meine Beine sehr müde sind und ich mir dadurch echt schwer getan habe, Halt zu finden. Aber es ist fast geschafft und es war wunderschön heute, definitiv. Ich werde dann die letzten Meter noch mitnehmen und dann nochmal ein Fazit abgeben.
So, ich bin jetzt auf den letzten Metern zur Herberge und mein Gott, bin ich K.O. Also, so wie ich es auf dem Weg schon vermutet habe, waren es dann letztendlich 23 Kilometer und halt sehr viele Höhenmeter. Mir tun die Beine weh. Ich humpel jetzt einfach vor mich hin, bis ich angekommen bin. Wenn es noch was zu filmen gibt, dann filme ich das noch. Aber das Fazit zu dieser Tour, es war definitiv wunderschön. Also es hat mir sehr gut gefallen. Und obwohl ich gut trainiert bin, war es anstrengender als gedacht. Wahrscheinlich auch, weil es länger war wie gedacht. Und ich bin gespannt, wie ich das morgen schaffe. Morgen habe ich zwar keine Höhenmeter hoch, also nicht viel, aber einige Höhenmeter runter und ich weiß nicht, wie abenteuerlich es wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich freue mich schon auf den Tag morgen und hoffe, dass sich meine Beine bis dahin erholt haben. Ansonsten hoffe ich, mein Video hat dir gefallen und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen lieben Kommentar und wenn du meinen weiteren Jakobsweg nicht verpassen willst, dann abonniere natürlich meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!